Und wir blicken weiter vor die Uniklinik in Magdeburg zu Lutz Stordel. Lutz, du warst gestern einer der ersten Reporter vor Ort, hast gesehen, wie die Rettungsmaßnahmen anliefen. Was weiß man mittlerweile über die Opfer? Nun, es ist noch relativ wenig bekannt, muss man sagen. Die Kliniken haben natürlich auch erstmal anderes zu tun, als jetzt nun die Presse immer mit Informationen zu füttern. Aber es ist ja so, man sprach gestern von 70 Verletzten, 70, und von denen 15 schwer, zum Teil schwerst verletzt. Wer sich das Video angesehen hat, der weiß ja auch, um was für Bilder es sich dabei handelt. Also dieses Auto, wo die Menschen wirklich wie Streichhölzer umgeknickt sind. Da geht es um Brüche, um offene Brüche. Das muss natürlich dann schnellstens behandelt werden. Wie ich das gestern vor Ort erlebt habe, muss ich sagen, das lief wirklich professionell. Also da griff ein Rad ins andere. Man hatte ja sehr, sehr schnell Zelte aufgebaut, in denen dann Erstbehandlungen stattfinden konnten. Dort wurde dann sortiert, wer muss dringend wohin, wer muss schnellstens operiert werden. Und dann hat man geschaut, wo hat man die Kapazitäten. Und da ist natürlich das Universitätsklinikum hier in Magdeburg die erste Anlaufstelle. Zum Glück hat sich bislang eines nicht bewahrheitet. Es gab ja sogar Zahlen, die gestern Abend dann kursierten, wo von 11 Toten gesprochen wurde. Es ist wohl Stand jetzt so geblieben, dass wir 2 Tote haben, also ein Erwachsener, ein Kleinstkind, denen also dann wirklich nicht mehr geholfen werden konnte, die im Märchenwald dort auf dem Weihnachtsmarkt ums Leben gekommen sind. Ja, und ansonsten muss man wirklich jetzt abwarten. Es ist einfach so, bei Schwerstverletzten, dann ist es ja klar, da gibt es dabei Patienten, bei denen die Ärzte, bei denen die Patienten noch ums Überleben kämpfen. Und diese Maßnahmen laufen hochprofessionell, sind die ganze Nacht über hier mit allen weitergegangen. Lutz, nimm uns noch mal mit, wie diese Rettungsmaßnahmen gestern abgelaufen sind. Man hat ja gehört, dass Helikopter aus der ganzen Umgebung angefordert wurden. Wurden die Verletzten nur ins Uniklinikum geflogen oder wurden da auch andere Krankenhäuser dann angeflogen? Man hat natürlich auch andere Krankenhäuser benutzt. Es ist ja einfach so, man hatte ja am Anfang erstmal nichts. Dann hat man die ersten Verletzten, die Schwerverletzten in Straßenbahnen untergebracht, wo es nicht ganz so kalt war. Wir hatten ja auch eine empfindliche Frostnacht dazu. Und dann kamen diese Zelte, dann kamen freiwillige Feuerwehren aus dem Umland, die also in kürzester Zeit mit dem Equipment dann hier vor Ort waren, dort also die Behandlungszelte aufgebaut haben. Die gesamte Fußgängerzone dort in der Nähe des Weihnachtsmarktes bis hin zum Theater, die haben wir gesehen, voll mit Krankenwagen, mit Notwagen, die also Patienten dann weggebracht haben. Hubschrauber kann ja dort direkt auch nicht landen, der wurde angefordert. Es gab auch Fälle, wo dann ausgeflogen wurde, wo man andere Kliniken benutzt hat. Hier innerhalb von Magdeburg hat man das dann natürlich mit den Notarztwagen gemacht. Das war alles abgesperrt, hier kam jeder von den Rettungskräften problemlos durch, und man hat eben durch die weiträumige Absperrung auch. Es gab einen Sperrkreis von etwa 500 Metern rings um den Tatort. Da hat man für die Rettungskräfte also auch freien Zugang geschaffen. Da hat niemand blockieren können, weil man also sich komplett darauf konzentrieren konnte, zu schauen, wem helfen wir, wie schnell weg. Das lief meines Erachtens wirklich ziemlich reibungslos. Und es waren eben unheimlich viele, auch sofort hier vor Ort. Also da hat es an dem Punkt dann wirklich nicht mehr geklemmt. Lutz, vielen Dank für die Notaufnahme des Uniklinikums Magdeburg.